mein Mann ist gestorben. Aber bevor er starb, trug ich bereits das Baby seines besten Freundes unter meinem Herzen. Das ist das dunkelste Geheimnis meines Lebens. Mein Name ist Anna. Ich bin 26 Jahre alt und lebe in einer kleinen Stadt. Die Häuser hier sind alt, die Straßen sind ruhig und die Menschen wissen fast alles übereinander. Deshalb sind Geheimnisse hier gefährlich. Aber ich habe eines, ein sehr schweres. Mein Mann hieß Lukas. Er starb bei einem Autounfall. Alle in der Stadt liebten ihn. Sie sagten, er sei freundlich, ehrlich und fleißig gewesen. Und sie hatten recht. Lukas war ein guter Mann. Aber niemand kennt die Wahrheit über das Baby in meinem Bauch. Nicht Lukas' Eltern, nicht meine Nachbarn und nicht Henry. Henry war Lukas' bester Freund. Ich möchte euch erzählen, wie alles passiert ist, nicht weil ich stolz darauf bin. Das bin ich nicht. Ich möchte es erzählen, weil mein Herz diesen Schmerz schon viel zu lange getragen hat. Dies ist eine Geschichte über Liebe, Einsamkeit, Schwäche und einen Fehler, der mein ganzes Leben verändert hat. Lasst mich ganz von vorne beginnen. Ich lernte Lukas kennen, als ich 20 Jahre alt war. Er arbeitete bei der Bank in unserer Stadt. Ich arbeitete in einem kleinen Blumenladen in der Nähe der Hauptstraße. Ich liebte diesen Laden. Ich liebte den Duft der Rosen. Ich liebte die leuchtenden Farben. Ich liebte es, schöne Blumensträuße für Menschen zu gestalten. Eines Nachmittags kam Lukas herein, um Blumen für seine Mutter zu kaufen. Er war höflich und ein wenig schüchtern. Er hatte ein freundliches Lächeln und wenn er sprach, fühlte ich mich wohl in seiner Nähe. Nach diesem Tag kam er wieder. Dann noch einmal. Am Anfang sagte er, die Blumen seien für seine Mutter. Aber später verstand ich die Wahrheit. Die Blumen waren für mich. Wir verliebten uns schnell. Lukas gab mir ein Gefühl von Sicherheit. Er war ruhig, verantwortungsbewusst und sanft. Ich glaubte, die Person gefunden zu haben, die ich für immer lieben würde. 2 Jahre später heirateten wir. Es war eine wunderschöne Hochzeit. Unsere Familien waren glücklich. Unsere Freunde kamen. Alle lächelten, tanzten und feierten mit uns. Lukas' bester Freund Henry stand als Trauzeuge an seiner Seite. Henry und Lukas waren wie Brüder. Sie kannten sich seit ihrer Kindheit. Sie spielten zusammen Fußball, gingen zusammen zur Schule und teilten viele Erinnerungen. Aber sie waren nicht gleich. Lukas war ruhig und verantwortungsbewusst. Henry war laut, lustig und voller Energie. Nachdem wir geheiratet hatten, kam Henry oft zu uns nach Hause. Er half Lukas bei Reparaturen. Er blieb zum Abendessen. Er schaute mit uns Filme. Er machte immer Witze, wenn die Stimmung im Haus zu ernst wurde. Ich mochte Henry, aber nur als Freund.
Ich sah ihn niemals als etwas anderes. Lukas war mein Mann. Lukas war mein Leben. Aber eine Ehe ist nicht immer einfach. Nach 2 Jahren begann Lukas immer mehr zu arbeiten. Er wollte, dass wir ein größeres Haus kaufen konnten. Er wollte Geld für unsere Zukunft sparen. Er sagte, er tue es für uns. Aber jeden Abend wartete ich allein. Ich kochte das Abendessen, aber er kam spät nach Hause. Ich sah allein fern. Ich ging allein ins Bett. Langsam begann ich mich unsichtbar zu fühlen. Eines Abends sagte ich, Lukas, bitte komm früher nach Hause. Ich vermisse dich. Er sah müde aus und sagte, Anna, ich arbeite für unsere Zukunft. Ich tue das für unsere Familie. Ich verstand seine Worte, aber mein Herz fühlte sich trotzdem einsam. Es gab noch einen weiteren Schmerz zwischen uns. Wir wollten ein Baby. Wir versuchten es lange Zeit, aber nichts geschah. Jeden Monat hoffte ich. Jeden Monat weinte ich. Lukas war ebenfalls traurig, aber wir hörten auf, darüber zu sprechen. Das Haus wurde still. Wir waren immer noch verheiratet, aber irgendwie fühlten wir uns weit voneinander entfernt. Dann änderte sich in einer regnerischen Nacht alles. Es war ein Dienstag. Der Regen war stark. Der Wind war heftig und Donner ließ die Fenster erzittern. Ich hasste Stürme und in dieser Nacht fühlte ich mich ängstlich und allein. Ich rief Lukas an. Bitte komm nach Hause, sagte ich. Der Sturm ist schlimm. Ich brauche dich. Ich kann jetzt nicht kommen, sagte er. Ich habe ein wichtiges Meeting. Ich werde spät nach Hause kommen. Versuch zu schlafen. Dann legte er auf. Ich saß auf dem Sofa und weinte. Ich fühlte mich klein. Ich fühlte mich vergessen. Kurz darauf klingelte es an der Tür. Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und öffnete die Tür. Es war Henry. Sein Mantel war vom Regen durchnässt. Anna, sagte er, ich bin gerade vorbeigekommen. Ich habe gesehen, dass Licht brennt. Ich weiß, dass du Stürme hast. Ist Lukas zu Hause? Nein, sagte ich leise. Er arbeitet. Henry sah mich an. Er bemerkte meine roten Augen. Geht es dir gut? Fragte er. Ich wollte antworten, aber die Wahrheit kam heraus. Nein, flüsterte ich. Mir geht es nicht gut. Er kam herein und wir gingen in die Küche. Ich versuchte, Tee zu machen, aber meine Hände zitterten. Henry nahm mir sanft die Tasse aus der Hand. Setz dich, sagte er. Also setzte ich mich an den Tisch und erzählte ihm alles. Ich erzählte ihm, dass Lukas immer spät arbeitete. Ich erzählte ihm von dem leeren Haus. Ich erzählte ihm von dem Baby, das wir nicht bekommen konnten. Ich erzählte ihm, dass ich mich in meiner eigenen Ehe unsichtbar fühlte.
Henry hörte mir schweigend zu. Dann streckte er seine Hand über den Tisch und nahm meine Hand. »Du bist nicht unsichtbar, Anna«, sagte er. »Du bist freundlich. Du bist schön. Du verdienst es, gesehen zu werden.« Ich sah ihn an und für einen schwachen Moment vergaß ich, wer er war. Ich sah nicht den besten Freund meines Mannes. Ich sah jemanden, der mir zuhörte. Jemanden, der blieb. Jemanden, dem etwas an mir lag. Er nahm mich in den Arm, während ich weinte. Dann küsste er mich. Ich hätte ihn aufhalten sollen. Ich hätte einen Schritt zurückgehen sollen. Aber ich war einsam. Ich war verletzt. Ich war schwach. Und ich erwiderte seinen Kuss. In dieser Nacht machten wir einen schrecklichen Fehler. Am nächsten Morgen war der Sturm vorbei. Sonnenlicht fiel durch das Fenster, aber in mir fühlte sich alles dunkel an. Ich wachte auf und sah Henry. Das Schuldgefühl traf mich wie ein Stein. Auch Henry wachte auf. Sein Gesicht war voller Angst. »Anna«, sagte er, »es tut mir leid. Das hätte niemals passieren dürfen.« Tränen füllten meine Augen. »Bitte geh«, flüsterte ich. »Geh, bevor Lukas nach Hause kommt.« An der Tür drehte sich Henry noch einmal um. »Wir dürfen es ihm niemals sagen«, sagte er. »Es würde ihn zerstören.« »Ich weiß«, sagte ich, »bitte geh.« Nachdem er gegangen war, machte ich alles sauber. Ich wechselte die Bettwäsche, ich spülte die Tassen, ich öffnete die Fenster, ich versuchte, den Fehler wegzuwaschen, aber ich konnte ihn nicht aus meinem Herzen waschen. Ich versprach mir selbst, eine bessere Ehefrau zu sein. Ich versprach mir selbst, Lukas mehr zu lieben. Ich versprach mir selbst, Henry für immer zu vergessen. An diesem Abend kam Lukas nach Hause. Er sah müde aus. »Es tut mir leid wegen gestern Abend«, sagte er und küsste mich auf die Wange. Mir wurde vor Schuldgefühl übel, aber ich zwang mich zu lächeln. »Es ist in Ordnung«, sagte ich. »Ich liebe dich.« Und ich meinte es so. Ich wollte meine Ehe retten. Ich wollte Henry vergessen. Ich wollte, dass alles wieder normal wird. 2 Tage später zerbrach alles. Es war Donnerstagnachmittag, als Lukas mich anrief. Seine Stimme klang zum ersten Mal seit Wochen glücklich. »Anna«, sagte er, »das große Projekt ist abgeschlossen. Ich komme heute Abend früh nach Hause. Lass uns essen gehen. Ich möchte mit dir feiern.« Für einen Moment fühlte sich mein Herz wieder leicht an. »Ja«, sagte ich schnell. »Komm nach Hause. Ich werde bereit sein.« Nach dem Anruf suchte ich mir ein schönes Kleid aus. Ich machte meine Haare. Ich trug etwas Make-up auf. Ich wollte, dass dieser Abend für uns ein neuer Anfang wird. Ich wartete. 1 Stunde verging, dann 2. Lukas kam nicht nach Hause. Ich rief ihn an, aber er ging nicht ans Telefon.
Ich rief noch einmal an. Wieder keine Antwort. Ich ging mit meinem Handy in der Hand durch das Wohnzimmer. Mein Herz fühlte sich schwer an, aber ich versuchte ruhig zu bleiben. Dann sah ich blaue Lichter vor dem Fenster. Ein Polizeiwagen hielt vor dem Haus. Noch bevor der Polizist klopfte, wusste ich bereits, dass etwas Schreckliches passiert war. Als ich die Tür öffnete, sah mich der Beamte mit traurigen Augen an. »Frau Anna?« fragte er. »Ja«, flüsterte ich. Er holte tief Luft. »Es tut mir sehr leid. Es gab einen Unfall. Ein Lastwagen hat das Auto Ihres Mannes gerammt. Er hat nicht überlebt. Der Raum verschwand um mich herum. Ich fiel auf den Boden und schrie. Lukas war fort. Mein Mann war tot. Der Mann, den ich geliebt hatte, der Mann, dem ich vergeben wollte, der Mann, mit dem ich neu anfangen wollte, war tot. Die nächsten Tage fühlten sich unwirklich an. Menschen kamen ins Haus. Meine Mutter kam. Lukas' Eltern kamen. Nachbarn brachten Essen. Freunde weinten im Wohnzimmer. Alle umarmten mich, aber ich fühlte mich innerlich leer. Henry kam ebenfalls. Er sah gebrochen aus. Seine Augen waren rot und sein Gesicht war blass. Er hatte seinen besten Freund verloren. Aber wenn er mich ansah, sah ich auch Schuldgefühle. Wir sprachen nicht über jene regnerische Nacht. Kein einziges Mal. Bei der Beerdigung stand Henry vor allen Menschen und sprach über Lukas. Er war wie mein Bruder, sagte er unter Tränen. Ich stand am Grab und konnte mich nicht bewegen. Es regnete wieder. Ich blickte auf Lukas' Sarg und flüsterte Abschied. Und in meinem Herzen flüsterte ich auch, es tut mir leid. 2 Wochen nach der Beerdigung begann mir ständig übel zu werden. Jeden Morgen rannte ich ins Badezimmer. Zuerst dachte ich, es läge an der Trauer. Ich aß nicht richtig. Ich schlief nicht gut. Mein Körper war schwach. Aber dann schaute ich auf den Kalender. Meine Periode war überfällig. Meine Hände begannen zu zittern. Nein, flüsterte ich. Nein, bitte nicht. Ich ging in die Apotheke und kaufte einen Schwangerschaftstest. Ich hielt den Kopf gesenkt, damit mich niemand erkannte. Zu Hause machte ich den Test und wartete. 3 Minuten fühlten sich wie eine Ewigkeit an. Dann schaute ich hin. 2 Linien. Positiv. Ich war schwanger. Ich setzte mich auf den Badezimmerboden und weinte. Ein Teil von mir fühlte Freude, weil ich mir so lange ein Baby gewünscht hatte. Lukas hatte sich ebenfalls ein Baby gewünscht. Aber dann begann ich, die Tage zu zählen. Einmal. Dann noch einmal. Lukas und ich hatten uns vor dem Unfall bereits voneinander entfernt. Er arbeitete jede Nacht bis spät. Der Zeitpunkt passte nicht. Das Baby war
nicht von Lukas. Das Baby war von Henry. Mit zitternden Händen legte ich meine Hand auf meinen Bauch. Ich trug das Kind des besten Freundes meines Mannes unter meinem Herzen. Und mein Mann war tot. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wenn ich die Wahrheit sagen würde, würden Lukas Eltern mich hassen. Jeder würde erfahren, dass ich ihn kurz vor seinem Tod betrogen hatte. Es würde die Erinnerung zerstören, die sie von ihrem Sohn hatten. Und Henry, auch ihm konnte ich es nicht sagen. Er fühlte sich bereits schuldig. Wenn er erfahren würde, dass das Baby von ihm war, würde ihn das zerstören. Also traf ich eine Entscheidung. Eine schreckliche Entscheidung. Ich beschloss zu lügen. Ich wischte meine Tränen weg, stellte mich vor den Spiegel und sagte zu mir selbst: Das ist Lukas Baby. Zuerst erzählte ich es meiner Mutter. Mama, sagte ich bin schwanger. Sie weinte und umarmte mich fest. Oh Anna, sagte sie, ein Teil von Lukas ist immer noch bei uns. Das ist ein Wunder. Ihre Worte schnitten mir ins Herz, aber ich lächelte. Dann erzählte ich es Lukas Eltern. Zum ersten Mal seit dem Unfall lächelten sie. Ein Enkelkind, flüsterte Lukas Mutter und berührte meine Hand. Danke, Anna. Sie glaubten, dass Lukas ihnen ein letztes Geschenk hinterlassen hatte. Wie hätte ich ihnen das wegnehmen können? Später kam Henry zu Besuch. Er brachte Lebensmittel mit und fragte, wie es mir ging. Ich sah ihn an und zwang meine Stimme ruhig zu bleiben. Ich habe Neuigkeiten, sagte ich. Ich bin schwanger. Henry erstarrte. Die Einkaufstüte glitt ihm aus der Hand. Schwanger? Flüsterte er. Ich sah ihm direkt in die Augen. Es ist vor dem Unfall passiert, sagte ich. Es ist Lukas Baby. Für einen Moment sah ich, wie er nachdachte, wie er die Tage zählte, wie er sich fragte. Also wiederholte ich es mit fester Stimme. Es ist Lukas Baby. Henry stieß einen langen Atemzug aus. Seine Schultern entspannten sich. Er glaubte mir. Oder vielleicht musste er mir glauben. Tränen füllten seine Augen. Lukas wird Vater werden, sagte er leise. Das ist wunderschön. Dann umarmte er mich. Ich werde dir helfen, sagte er. Lukas ist nicht mehr da, aber ich werde für dich da sein. Das verspreche ich. Ich schloss die Augen, denn er hatte keine Ahnung, was er da versprach. Die nächsten Monate gehörten zu den schwersten meines Lebens. Mein Bauch wurde größer und ich spürte, wie sich das Baby in mir bewegte. Jeder kleine Tritt hätte mich eigentlich nur glücklich machen sollen. Aber jedes Mal dachte ich an Henry. Henry hielt sein Versprechen. Er kam jedes Wochenende zu mir nach Hause. Er reparierte kleine Dinge, er strich das Kinderzimmer, er half beim Aufbau des Babybetts, er trug Kisten, kaufte alles Notwendige
und tat alles, was ein Vater tun würde. Aber er wusste nicht, dass er der Vater war. Eines Nachmittags waren wir im Kinderzimmer. Die Wände waren in einem sanften Gelb gestrichen. Henry stand neben dem Babybett und lächelte traurig. Lukas hätte das geliebt, sagte er. Ich senkte den Blick. Ja, flüsterte ich. Henry strich über das Babybett und sagte, ich vermisse ihn jeden Tag. Manchmal fühle ich mich schuldig, dass ich hier bin und seinem Kind helfe, während er nicht mehr da ist. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Er fühlte sich schuldig, aber er kannte nicht die ganze Wahrheit. Ich wollte es ihm sagen. Ich wollte sagen, Henry, dieses Baby ist dein Sohn. Aber ich schwieg. Ich ging allein zum Arzt, weil ich Angst hatte. Ich wollte nicht, dass Henry irgendetwas über die Daten erfuhr. Ich wollte nicht, dass ein einziger Satz alles zerstörte. Der Arzt sagte mir, dass das Baby gesund war. Und dann sagte er mir, dass es ein Junge war. Als ich es allen erzählte, waren sie glücklich. Ein kleiner Junge, sagte meine Mutter unter Tränen. Lukas Eltern lächelten trotz ihrer Trauer. Ein kleines Stück von Lukas, sagte seine Mutter. Ihre Worte brachen mir das Herz. Jede Nacht betete ich, dass das Baby wie ich aussehen würde. Oder wie Lukas. Ich hatte Angst, dass es mit Henrys hellen Haaren und seinen blauen Augen geboren werden würde. Dann kam der Frühling. Eines Morgens begannen die Wehen. Meine Mutter fuhr mich ins Krankenhaus. Die Geburt war lang und schwer. Stundenlang weinte ich und hielt die Hand meiner Mutter fest. Ich wollte Lukas an meiner Seite haben, aber Lukas war nicht mehr da. Henry wartete draußen zusammen mit Lukas Eltern. Alle waren nervös. Alle warteten auf das Baby, von dem sie glaubten, dass es Lukas gehörte. Schließlich wurde mein Sohn geboren. Die Krankenschwester legte ihn in meine Arme. Er war klein, warm und wunderschön. Ich sah sein kleines Gesicht an und begann zu weinen. Dann sah ich seine Haare. Sie waren sehr hell, fast blond. Mein Herz blieb stehen. Seine Augen waren dunkelblau, wie bei vielen Neugeborenen, aber trotzdem spürte ich Angst in mir. Er sah Henry ähnlich. Doch in dem Moment, als ich ihn in den Armen hielt, liebte ich ihn mehr als alles andere auf der Welt. Er war mein Sohn. Das war das Einzige, was mein Herz verstand. Kurz darauf kam meine Mutter herein, dann Lukas Eltern, dann Henry. Sie standen um das Bett herum und betrachteten das Baby. Er ist wunderschön, flüsterte Lukas Mutter. Er hat Lukas Nase, sagte Lukas Vater. Menschen sehen, was sie sehen wollen. Sie wollten Lukas sehen. Also sahen sie Lukas. Dann trat Henry näher. Er betrachtete das Gesicht des Babys. Er betrachtete die hellen Haare.
Für einen Augenblick sah ich, wie sich etwas in seinen Augen veränderte. Eine Frage, ein Gedanke, ein Zweifel. Ich hielt den Atem an. Dann lächelte Henry sanft und berührte die winzige Hand des Babys. Er ist perfekt, sagte er. Lukas wäre stolz auf ihn. Ich konnte wieder atmen. Wir nannten ihn Theo, nach meinem Mann. Der kleine Theo. Inzwischen sind 2 Jahre vergangen. Theo ist ein fröhliches Kind. Er rennt durch das Haus. Er lacht laut. Er liebt Fußball. Und er liebt es, wenn Henry zu Besuch kommt. Und Henry kommt immer noch oft vorbei. Er isst mit uns zu Abend. Er spielt mit Theo im Garten. Er hebt ihn in die Luft und bringt ihn zum Lachen. Manchmal beobachte ich die beiden zusammen und mein Herz schmerzt. Sie haben dieselben hellen Haare, dieselben blauen Augen, dasselbe Lächeln. Je älter Theo wird, desto mehr sieht er Henry ähnlich. Die Leute beginnen es zu bemerken. Eines Tages sah eine Nachbarin Theo an und sagte: Er ist so blond. Lukas hatte doch dunkle Haare, oder? Ich lächelte schnell. In der Familie meiner Mutter haben viele helle Haare, sagte ich. Sie nickte, aber ihr Blick blieb einen Moment zu lange auf mir. Danach ging ich schnell nach Hause und hielt Theo fest an mich gedrückt. Wie lange kann ich das noch verbergen? Manchmal erwische ich Henry dabei, wie er Theo ansieht. Sein Gesicht wird dann still und nachdenklich, als würde er versuchen, etwas zu verstehen. Aber er fragt nie. Vielleicht weiß er es. Vielleicht hat er Angst, es zu wissen. Ich lebe jeden Tag mit diesem Geheimnis. Wenn ich meinen Sohn anschaue, fühle ich Liebe. Aber ich fühle auch Schuld. Ich belüge Lukas Eltern. Ich belüge Henry. Und eines Tages werde ich vielleicht auch Theo belügen müssen. Er wird nach seinem Vater fragen. Ich werde ihm Bilder von Lukas zeigen. Ich werde ihm erzählen, dass Lukas ein freundlicher Mensch war. Ich werde ihm sagen, dass Lukas ihn geliebt hätte. Und Henry wird immer noch da sein und als Onkel Henry lächeln. Manchmal frage ich mich, ob ich das Richtige tue. Wenn ich die Wahrheit sage, werden viele Herzen zerbrechen. Lukas Eltern werden das letzte Stück ihres Sohnes verlieren. Henry wird erfahren, dass er seinen besten Freund verraten hat. Theo wird mit Verwirrung aufwachsen. Aber wenn ich schweige, behalten alle eine schöne Geschichte. Also bewahre ich das Geheimnis. Ich bin eine Witwe. Ich bin eine Mutter. Und ich bin eine Lügnerin. Nachts, wenn Theo schläft, stehe ich manchmal vor Lukas Foto. Es tut mir leid, flüstere ich. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Aber ich liebe dieses Kind und ich werde ihn zu einem guten Menschen erziehen. Ich weiß nicht, ob Lukas mich hören kann. Ich weiß nicht, ob er mir vergeben würde. Das Leben ist nicht immer einfach.
Manchmal treffen gute Menschen schlechte Entscheidungen. Manchmal leben Liebe und Schuld im selben Herzen. Mein Sohn weiß nichts von all dem. Er weiß nur, dass er geliebt wird. Vielleicht ist das fürs Erste genug. Mein Name ist Anna. Das ist mein Geheimnis. Und das ist die Wahrheit, die ich jeden Tag mit mir trage. Liebe ist nicht immer einfach. Das Leben ist nicht immer gerecht. Aber wenn ich meinen Sohn lächeln sehe, weiß ich, dass ich weitergehen muss. Für ihn werde ich stark sein. Für ihn werde ich durchhalten. Das ist das Ende meiner Geschichte. Aber für meinen Sohn ist es erst der Anfang. Vielen Dank, dass du die ganze Geschichte bis zum Ende angehört hast. Wenn du bis hier geblieben bist, weiß ich das wirklich zu schätzen. Annas Geschichte zeigt uns etwas Wichtiges. Das Leben kann kompliziert sein und manchmal tragen Menschen schwere Geheimnisse in ihren Herzen. Doch Liebe, Mut und Verantwortungsgefühl können uns helfen, weiterzumachen. Jetzt habe ich eine kleine Übung für dich. Das heutige deutsche Wort ist Geheimnis. Schreibe einen einfachen Satz in die Kommentare und benutze dabei das Wort Geheimnis. Zum Beispiel: Ich habe ein Geheimnis oder jeder hat ein Geheimnis. Und sag uns auch: Glaubst du, dass es immer falsch ist, ein großes Geheimnis zu behalten? Ja oder nein? Wenn dir diese Geschichte beim Deutschlernen geholfen hat, abonniere bitte German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hör weiter zu, übe weiter Deutsch und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss!